Herzlich willkommen in der Aquarellschule Ella de Fee. Heute malen wir zusammen noch einmal ein Meerbild mit Wasser. Ja, ich bin am Bodensee aufgewachsen und ich liebe alles, was mit Wasser und Weite und Tiefe zusammenhängt. Also dieses feuchte Nass, das ist wirklich mein Element. Schwimmen stundenlang über Seen, am liebsten in sehr kalten Gewässern. Ja, also heute noch einmal ein sehr feuchtes Video mit Wellen, mit Abendstimmung, mit Gischt, mit Sonne am Horizont und sprühendem Nass an Felsen. Sehr einfach aufgebaut ist diese Abendstimmung und auch für einen Anfänger geeignet. Wir haben verschiedene Techniken. Ja, es geht los mit einer Etikette, mit einer runden, selbstklebenden Etikette. Die Materialien findet ihr unten in der Box. Und wir feuchten zuerst nur den obersten Bereich des Blattes an. Wir nehmen eine Mischung aus Goldgelb und Cadmium Orange Hell und natürlich den Elastip, um den Himmel zu grundieren, zu kolorieren, genau über der selbstklebenden Etikette, die natürlich für die Sonne da ist. Von außen kommen wir mit ein bisschen Alizarin-Karmesin dazu und mischen dann ein Alizarin-Karmesin mit einem Peinesgrau-bläulich, um von oben Wolken ins Bild zu tupfen, zu stippeln. Alles mit dem Elastip. Rund um die Sonne ein bisschen wolkig. Von rechts her ist der Himmel nicht bewegt wolkig, sondern eher glatt wolkig. Also da kommt eher was Diesiges herein. Und von links wirklich ein bisschen getupft. Über der Sonne noch ein bisschen aufgehellt und dann lassen wir das Ganze trocknen. Sobald es trocken ist, kleben wir direkt unter die Sonne mit vielleicht einem halben Finger Abstand zur Sonne den Horizont mit einem Washi-Tape ab, den Wasserhorizont, feuchten dann den ganzen unteren Bereich gut an und grundieren das Meer direkt unter der Sonne mit einer Mischung aus Goldgelb und Cadmium Orange Hell. Und von außen kommen wir mit einem Alizarin-Karmesin und einem Peinesgrau-bläulich dazu. Ihr habt gesehen, ich habe die beiden Farben gemischt, dass so ein sehr dunkles Violett entsteht. Also es ist nicht ganz Peinesgrau-bläulich, es ist auch nicht wirklich violett, es ist einfach Peinesgrau-bläulich mit diesem Alizarin-Karmesin ein bisschen aufgewärmt. Hier unten kommt der Steinstrand, der Kiesstrand und da gebe ich ein bisschen mehr Alizarin-Karmesin dazu, weil die Steine wirklich in diesem roten Abendlicht glitzern. Nun können wir es trocknen lassen, sobald alles gut koloriert ist, das Meer. Wir haben natürlich Gelb und Peinesgrau verblendet. Hier in der Mitte können wir, sobald es trocken ist, mit der Auswaschtechnik eine Lichtspur, eine Sonnenlichtspur auswaschen. Das geht sehr leicht, einfach mit, ich nehme hier einfach meinen Detailpinsel, den Maestro Nummer 3 von Da Vinci und feuchtes, also reines Wasser und löse die Farbe ein bisschen an, um sie anschließend mit dem Taschentuch wegzutupfen. Das Taschentuch muss man immer wieder ein bisschen drehen, das Taschentuch sollte immer an der tupfenden Stelle sauber sein. Ja, ihr seht hinten, wo es dunkler ist, da erkennt man natürlich, also da geht das Auswaschen viel leichter, da erkennt man es viel besser als vorne, wo es heller wird. Mit dem Maestro von links eine Mischung aus Alizarin-Karmesin und Peinesgrau-bläulich, trocken auf trocken, eher schiebend aufs Blatt auftragen. Ihr seht, ich nehme den Pinsel sehr flach, also nicht im rechten Winkel aufgesetzt, sondern eben sehr flach. Und so bekomme ich diese Wellenstruktur auf meinem Aquarellpapier.
Dieses Aquarellpapier heute ist ein Hahnemühle-Aquarellpapier, es ist ein raues Hahnemühle und hat deswegen sehr viel Struktur. Da geht es noch viel besser, als wenn das Aquarellpapier nicht viel Struktur hat. Je weniger Struktur, desto schwieriger ist diese Trocken-auf-Trocken-Technik. Auf diesem Aquarellpapier hier ist es sehr leicht. Ich bekomme diese Wellen sehr leicht hin, weil es einfach gut rau ist. Und deswegen die Farbe wirklich nur an diesen obersten Stellen haften bleibt und alle tieferen Stellen bleiben hell, also bleiben einmal koloriert, sodass man diese Wellen auf dem Meer und auch dieses Glitzern im Wasser sehr gut erkennen kann. Hier schräg im Vordergrund möchte ich eine größere Welle andeuten, vor der letzten Gischtwelle noch, also bevor sie auf den Strand trifft. Und dass es nach hinten geht, muss ich ein bisschen von links unten nach schräg oben das Ganze ziehen. Zuerst jetzt aber noch von der anderen Seite genauso die Wellen malen, also das Meer malen. Und ihr seht sehr deutlich, wie ich schaue, dass am Horizont das Ganze ein bisschen dunkler ist und gegen vorne unten hin wird das Meer ein bisschen heller. Einfach für die Perspektive ist es gut, wenn der Horizont, also der Meerhorizont, sehr dunkel ist. Und nach vorne hin kann es gut heller werden. So geht es ganz weit nach hinten. Hier auf der rechten Seite bekomme ich das Ufer. Oben ein bisschen felsig, unten kiesig. Ja. Und hier jetzt nicht trocken auf trocken, sondern eher feucht, ziehe ich diese neue Welle, die sich da heranschiebt aus dem Meer, ziehe ich ins Bild und die darf ein bisschen dunkler sein. Ich bin jetzt gerade noch einmal über diese helle Mitte gegangen und ihr seht mit dem Maestro und Feuchtigkeit, also nicht trocken auf trocken, sondern nass auf trocken, habe ich jetzt noch ein paar dunklere Wellen überall hingemalt. Auch hier diese größere Welle, die ziehe ich dunkel herein. Auf der linken Seite natürlich ein bisschen breiter, ein bisschen größer, einfach weil sie da näher bei mir ist. Aber überall ziehe ich sie zu mir her recht dunkel ins Bild herein. Nach hinten hin, zum Meer und zur Sonne, muss ich natürlich gerade an dieser hellen Stelle dann sie noch ein bisschen aufhellen, weil dort glitzert es natürlich besonders viel. Ihr seht vorne links, schattiere ich sie wie ein bisschen, mache ich sie dunkler. Gegen weiter oben wird sie immer heller und ich lasse sie heller auslaufen. Ja, hier kann ich jetzt den vorderen Wasserbereich und auch Strandbereich dann kolorieren. Wie gesagt, auf der rechten Seite oben kommen Felsen hin und hier habe ich jetzt sogar reines Peinesgrau-bläulich hineingemalt, um gleich auch noch ein bisschen Alizarin-Karmesin zu holen. Und ihr seht, es wird recht dunkel. Ich male das Meer jetzt langsam fertig bis zur schäumenden Gischt. Und auf der linken Seite seht ihr jetzt auch, mache ich Lemniscatenstriche, die sich in der Mitte berühren. Es ist wie eine liegende Lemniscate, die ich in die Luft ziehe und nur an der Schneidestelle berühre ich das Blatt, sodass diese Wellenbewegung entsteht, die hinten bei mir einfach nur trocken auf trocken entstanden ist, durch dieses trocken auf trocken malen. Hier im Vordergrund aber, wo die Wellen natürlich größer und näher sichtbar sind, diese kleinen Wellen, müssen wir da kleine Lemniscaten in die Luft legen und die Schnittstelle vom Wasser berühren lassen, vom Blatt berühren lassen, so bekommen wir diese kleine Wellenbewegung. Ja, nun ein bisschen aufhellen hier an der Stelle, sobald es trocken ist, und zwar da, wo die Sonne diese neue heranbrausende Welle berührt. Und so entsteht
noch mehr Licht im Wasser entsteht auch dieser glitzernde Effekt. Und ihr seht, das geht ganz leicht einfach mit einem Schrubberpinsel, wenn ihr da diese Stelle ein bisschen aufhält. Nun hole ich einen Aquarell-Naturschwamm, um die Gischt auszuwaschen, auch mit der Auswaschtechnik. Direkt vorne am Meeresstrandrand. Bevor ich das mache, ist mir jetzt aber trotzdem noch lieber, weil ich da auch Gischt hinmalen muss, dass wir noch diese Felsen ins Meer ziehen. Einfach sehr dunkel mit Peinesgrau-bläulich an der rechten Seite. Und da darf ich auch das Meer vorne ein bisschen schattieren. Da ist es schattig, da sind Buchten. Und ja, sobald es trocken ist, kann ich jetzt die Gischt, wie angekündigt, malen mit dem Aquarell-Naturschwamm. Ihr seht, mit klarem Wasser wasche ich mir da einfach eine Stelle zwischen Strand und Meer sauber und kann jetzt mit dem Taschentuch das auch abtupfen, sobald es mir hell genug ist und breit genug. Auch zum Meer hin, hier gegen oben ein bisschen fluffiger, staubiger und gegen unten hin sehr weiß. Auch hier oben an den Felsen, also dort, wo das Wasser auf die Felsen trifft, schäumt die Gischt. Das ist sehr wichtig, dass ihr die Gischt auch dort weiterzieht. Wenn die Wellen heranbrausen, dann ja, hat man einfach diese vielen hellen Stellen. Hier oben, wo sie auf den Strand auflaufen, natürlich auch noch einmal. Und nun kann ich mit Peinesgrau-bläulich und Alizarin-Karmesin auch ein bisschen die Gischt strukturieren, sodass man wirklich sieht, das ist Schaum, das ist nicht Fläche nur, sondern eben wie gesagt Schaum. Gegen vorne links ein bisschen dunkler, gegen oben rechts heller werdend. Ja, gut. Mit dem Maestro grundiere ich jetzt den Strand. Das mache ich jetzt ausnahmsweise nicht mit dem Elastip, das ist eine sehr kleine Fläche und ich möchte einen harten Rand zur Gischt hin. An den meisten Stellen jedenfalls. Hier vorne vielleicht ein bisschen durchbrechen, aber hier hinten, seht ihr, möchte ich einen sehr harten Rand zur Gischt, weil die ja dann doch auf den sehr glatten Kiesstrand aufläuft, wo die Steine schon relativ glatt liegen, weil sie durch die vielen Wellen schön glatt gekämmt wurden sozusagen. Gegen rechts unten den Strand ein bisschen abdunkeln mit Peinesgrau-bläulich und dann mit einer Plastikkarte kleine Steine in dieses Dunkle hineinkratzen, sodass wir wirklich diesen Kiesstrand bekommen. So. Nun kann ich die Steine auch schattieren. Ihr wisst, die Sonne scheint von vorne gegen unten. Dürfen die Steine gegen unten und hinten dürfen die Steine schattiert sein, so dass ich da wirklich Kiesstrand bekomme, schattigen Kiesstrand von der Sonne, von dieser roten Sonne, Abendsonne angeleuchtet. Nun kann ich auch hier an Gischtstrand entlang auf der linken Seite das ein bisschen mehr schattieren, abdunkeln, diesen Gischtstrand und bekomme dadurch auch noch mehr Schaum. Jetzt könnt ihr auch noch so kleine Stellen abdunkeln, schattige Stellen in der Gischt, einfach weil sie da auf den dunklen Sandstrand aufläuft. Alles mit dieser Mischung aus Peinesgrau-bläulich und Alizarin-Karmesin, in diesem Fall aber natürlich mehr Peinesgrau verwenden als Rot, also es darf recht dunkel sein. Nun holen wir Alizarin-Karmesin, reines Alizarin-Karmesin und tragen es auf ein paar Steine auf, die da so im Abendlicht leuchten. Auch das Schattieren ist immer wieder wichtig, also das Herausleuchten lassen und auch das Schattieren. Ja, nun hoffe ich, es hat euch gefallen. Es war schön, mit euch zu malen. Unser Bild ist so langsam fertig. Ich mache noch ein paar Optimierungen hier oben an dieser Wellenkante, noch ein bisschen mehr
Glitzer und so weiter, vielleicht auch bei den Steinen noch ein bisschen mehr Glitzer hinein. Wir können auch, wenn wir wollen, ein Deckweiß verwenden für dieses Glitzernde auf den Steinen. Ja, ich freue mich auf weitere Bilder mit euch. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und bedanke mich sehr herzlich fürs Dabeisein, für die Anteilnahme. Ich wünsche euch noch eine ganz schöne, warme, nicht zu heiße Sommerwoche und bis bald. Alles Gute. Tschüss.